Hey, hallo, da bin ich wieder, der Dram Deuter mit dem Fassprojekt 2026. Fass ist geöffnet. Ich habe schon etwas Whisky abgelassen und ins Glas gefüllt. Ich werde heute noch mal gucken. Es hat alles etwas ein bisschen länger gedauert, weil es auch persönlich gerade ein bisschen schwierig war. Aber jetzt kriegen wir das heute hin. Am vermutlich heißesten Tag des Jahres. Deswegen bin ich heute nicht draußen, sondern lieber drin. Da ist es ein bisschen erträglicher. Aber es ist trotzdem knackig warm. Eigentlich nicht unbedingt so das klassische Whisky-Wetter, aber so ein Fassprojekt wartet nun mal nicht auf irgendwelche kühleren Tage, sondern das muss dann beendet werden, wenn man es beenden möchte. Und ich werde es heute beenden, zumindest was die Sache im Fass angeht. Ich habe mal nachgerechnet, nach 177 Tagen, wenn wir den ersten und letzten Tag mitrechnen, werden wir heute nun den Whisky ablassen. Ihr seht hoffentlich, dass sich jetzt farblich, würde ich sagen, nicht mehr so viel getan hat. Wir haben eine wunderbare Honigfarbe im Whisky erreicht. Der reine Bourbon fast gereifte Whisky ist ja doch recht hell. Und ich werde heute jetzt den Whisky nicht mehr verkosten. Ich habe mich auch nicht mehr ganz so viel und so ein bisschen als Gegenprobe möchte ich den immer noch behalten. Aber was ich gleich sagen kann, ich habe schon ein bisschen vorgerochen, ist, dass der hier von der Nase wirklich eine ganz andere Liga ist. Deutlich runder, fruchtiger. Das geht eher in Richtung Orange, vielleicht auch sowas wie Beeren. Ein bisschen diesen säuerlichen Charakter von Madeira hat er auch. Und er hat, finde ich, diesen Alkohol, den man hier spürt, den hat er gar nicht mehr. Er wirkt erstaunlich rund. Also von der Nase gefällt er mir super gut. Wow, wirklich im Mund setzt sich diese Fruchtigkeit fort. Letztes Mal hatte ich ja sowas ein bisschen Nussigkeit, würde ich vielleicht auch sagen. Malzig ist er geworden. Und hinten raus ist er auch wieder eichig, holznotig. Man merkt so, dass er am Eichenfass war. Aber das ist nicht schlimmer geworden. Ich finde, jetzt ist er wirklich schön rund und er hat hinten aber raus. Das, was man in der Nase gar nicht hat, ist alkoholischer. Das kommt hinten raus. Also hinten raus hat er ein bisschen Bums, würde ich mal sagen. Und das ist auch gut so. Ein bisschen pfeffrig, kalt. Der Alkohol kommt durch, hat ein schönes mundwärmendes Gefühl. Auch so ein bisschen astringierend, also dass man so ein bisschen Speichelfluss bekommt. Das klingt jetzt nicht so lecker, aber ist ja so. Und das sind alles Dinge, die ich beim Whisky immer gut finde. Insofern gefällt mir das ganz gut, wie wir jetzt die Sache hier bekommen haben. Und ich würde jetzt den Whisky aus dem Fass holen, würde ihn hier hineingießen, durch das Sieb. Können ja mal ein paar Holzstücke oder ähnliches sich ablösen. Dass wir die dann gleich ein bisschen filtern, rausfiltern. Sonst wird der natürlich nicht gefiltert, schon gar nicht kühl gefiltert. Und was ich aber vorher noch machen werde, ist den Alkoholgehalt prüfen, weil das ist nicht ganz unwichtig. Hat sich davon viel getan. Letztes Mal war es ja nicht so viel. Da waren wir, glaube ich, bei 54, also leicht unter dem, was er hatte. Wir sind bei 56,1 beim Original. Hat er gesagt, Refraktometer noch kurz eine Probe machen, wie der Alkoholgehalt sich so entwickelt hat. Ja, und der hat sich entwickelt. Ich würde sagen, er steht jetzt bei knapp über 50, 51. Also da hat sich nochmal was getan. Ich finde immer so 50% auch eine coole Alkoholstärke für einen Whisky. Insofern, auch das passt vom Zeitpunkt her. Und wir nehmen den Whisky jetzt daraus. Jetzt hier rein. Ich habe es mal ein bisschen umgestellt. Den Ursprungswhisky brauchen wir ja nicht. Und jetzt lassen wir den Whisky ab. Hier rein. Wie gesagt, hat man das Sieb benutzt, falls wirklich Holzstückchen oder ähnliches sich abgelöst haben und jetzt im Whisky sind, dann hat man die gleich rausgefiltert. Da muss man danach nicht noch große Aktionen starten. So,
Fass ist jetzt gut leer. Ich mache es noch ein bisschen sauber. Und da ist der Whisky drin. So ein ganz kleines Holzstück hier, aber sonst sehe ich eigentlich nichts. So, ich habe mich mal wieder hingesetzt. Fass ist leer. Hier ist der Whisky. Hier seht ihr so kleine Flaschen. Die werde ich hauptsächlich benutzen, um abzufüllen. Ich habe auch noch eine große, die ist für mich. Die kleineren sind dann Proben, die nicht in den Verkauf gehen, aber in die Verteilung. Bin ja dann doch immer überrascht, wie dunkel jetzt die Flüssigkeit wirkt, wenn man sie nicht nur im Glas hat, sondern hier in dieser größeren Schüssel. Da reden wir jetzt nicht mehr über Honigfarbe, sondern das ist schon so Mahagoni, dunkle Mahagoni-Möbel oder so etwas. Das ist hier ja ein Eichentisch, also da sieht man schon, dass da, glaube ich, das sieht man hoffentlich, ganz netter Unterschied ist. Anyway, ein Freund von mir hat kommentiert, das kommt aus dem Fass, bevor Deutschland bei der WM ausgeschieden ist. Und das letzte Spiel war ja so semi gut. Und bevor es jetzt ganz schlimm endet, habe ich das Fassprojekt beendet, damit Deutschland noch bei der WM dabei ist. Sind sie auch noch und werden ja dann am Montag, glaube ich, gegen Paraguay spielen. Am 24. Mai hatte ich den Whisky ins Fass gefüllt. Heute ist der 27. Juni 2026, also doch über einen Monat drin gelassen. Ich dachte erst nach den ersten paar Tagen, das habt ihr ja auch im Video gesehen, dass das viel schneller gehen würde, aber ich finde, dass dann am Anfang sehr viel Veränderung war, vor allen Dingen farblich, aber dass dieser Holzeinfluss, der am Anfang eine Rolle gespielt hat, auch beim letzten Mal, mich so ein bisschen getriggert hat, sage ich mal, wo ich dachte, ein paar Tage noch, dann ist gut. Doch über einen Monat jetzt den Whisky im Fass gelassen. Ich würde sagen, das ist eine schöne Sache. Ich würde jetzt hier so ein paar Dinge abfüllen und melde mich dann wieder, wenn abgefüllt ist. Und mache dann vielleicht nochmal ein längeres Tasting, genaueres Tasting, bevor wir dann daran gehen, vielleicht irgendjemanden einzuladen, der sich hier mit mir hinsetzt und mal mit mir verkostet und seine Eindrücke von dem Whisky auch darbietet. Ich nehme Bewerbungen dafür gerne entgegen. Und wie gesagt, was ich mit dem Fass weitermachen werde, ist noch nicht entschieden. Könnte ich mir mal vorstellen, dass man das Fass, das ja immer noch irgendwie vorbelegt ist und jetzt sozusagen nicht mehr ein First Fill ist, sondern ein Second Fill, dass man vielleicht hier noch mit einem rauchigen Whisky was machen könnte. Da muss ich nochmal in mich gehen und auch ein bisschen recherchieren, was wie machbar ist. Aber ich würde denken, man kann es nochmal benutzen. Das machen die Whiskybrennereien ja auch. Die nehmen ja nach die First Fill Fässer, wenn sie einmal benutzt haben, ja nicht und schmeißen die weg, sondern benutzen die immer wieder. Natürlich wird der Einfluss des Fasses geringer, das sollte jedem klar sein. Aber ja, da ist die Recherche noch nicht abgeschlossen. Da gucke ich mal, was ich da machen kann. Aber es wäre eigentlich zu schade, das jetzt wegzuschmeißen. Ich glaube, das muss nicht sein. So, die ersten beiden Fläschchen sind abgefüllt. Kommt noch ein Label drauf. Da muss ich ein bisschen überlegen, wie ich das mache. Soll ja ein bisschen persönlich sein. Der Rest kommt auch in kleinere Flaschen. Ich habe noch eine größere, wo auch noch was reinkommt. Wie gesagt, die ist eher für mich. Und dann machen wir weiter. Das Fassprojekt ist in dem Sinne jetzt abgeschlossen. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wie gesagt, Deutschland ist bei der WM noch dabei und der Whisky rausgenommen. Der wird jetzt hier weiter von mir abgefüllt und ich melde mich dann wieder. Und war super, dass ihr dabei wart bisher und auch dabei bleibt. Würde mich freuen über ein Like, einen netten Kommentar. Jede Reaktion ist cool. Wir sehen uns wieder. Das Fassprojekt 2026 geht ein bisschen weiter noch. Tschüss.